Der Dominik hat mich angestiftet, eine Vollformatkamera zu kaufen. So habe ich im Internet recherchiert und bin auf die Sony Alpha 7 III gestoßen. Die habe ich mir direkt bestellt. Neben der Kamera war noch ein Objektiv dabei. Das ist ein 28 bis 70 mm Brennweitenobjektiv mit einer minimalen Blende von 3,5 bis 5,6. Das Ganze baue ich jetzt mal zusammen. Nun, da ich ja kompletter Laie bin, habe ich mich im Internet jetzt nochmal schlau gemacht und dieses Wissen möchte ich in dem Video mit euch teilen. Falls euch das Video gefällt, lasst gerne ein Follow oder ein Like da oder schreibt mir einen Kommentar. Wir konzentrieren uns heute auf das Drehrad hier oben. Da kann man verschiedene Funktionen der Kamera einstellen. Vorneweg den Automodus, den Szenenmodus, beides vollautomatische Modi. Dann die halbautomatischen Modi, wie den A-Modus, den P-Modus und den S-Modus und den voll manuellen Modus, den M-Modus. Wie gerade schon erwähnt, hat die Kamera zwei vollautomatische Funktionen. Den einen ist der Szenenmodus, dort erkennt die Kamera automatisch, welche Szenerie in der Aufnahme zu erkennen ist, zum Beispiel eine Nachtaufnahme oder eine Sportaufnahme. Und der zweite Modus ist der Automodus, der ist vollautomatisch, da kann man eigentlich direkt loslegen. Das ist eigentlich perfekt für mich als Laien, dass ich da gute Bilder schieße. Außerdem hat die Kamera drei halbautomatische Modi. Zum einen den P-Modus. Dort ist es so, dass man die Blende zum Beispiel manuell einstellt und sich die Belichtung automatisch korrigiert. Oder man stellt manuell die Belichtung ein und die Kamera sucht sich die beste Blende dazu. Ich habe im Internet recherchiert, aber keinen passenden Anwendungsfall gefunden. Falls ihr einen habt, schreibt ihn mir doch gerne in den Kommentaren. Der zweite Modus, der A-Modus, steht für Blendenpriorität. Das heißt, man kann die Blende manuell einstellen, man kann sie öffnen, kann sie schließen und die Belichtung, die stellt sich automatisch dazu ein. Möchte man jetzt zum Beispiel eine Porträtfotografie machen, dann stellt man in der Regel einen kleinen Blendenwert ein. Das heißt, die Blende ist komplett geöffnet und das hat zum Effekt, dass der Hintergrund unscharf wird und das Objekt schärfer wird und besser aus dem Bild heraustritt. Möchte man jetzt Landschaften fotografieren, dann stellt man eher einen höheren Blendenwert ein, damit man ein ganzheitliches, scharfes Bild bekommt. Der letzte halbautomatische Modus, die sogenannte S-Einstellung, ist die Zeitpriorität oder manuelle Belichtung. Damit kann man einstellen, wie lange der Fotosensor belichtet wird. Ja, wann braucht man das? Zum Beispiel in der Sportfotografie, wenn man schnelle, dynamische Bewegungen fotografieren möchte, stellt man die Belichtungszeit möglichst kurz. Oder eben in der Tierfotografie. Wann stellt man nun eine hohe Belichtungszeit ein? Zum Beispiel dann, wenn man die Dynamik im Bild einfangen möchte. Das heißt, durch die hohe Belichtungszeit verwischt ganz leicht das Motiv. In dem Modus ist es so, dass die Blende sich dann automatisch auch anpasst. Der letzte im Bunde ist der manuelle Modus, der sogenannte M-Modus. Dort kann man Blende und Belichtung separat steuern. Das ist der Profi-Modus. Also eigentlich nichts für mich. So, jetzt sind wir fertig mit den Funktionen der Kamera. Jetzt gibt es noch das Thema der Objektive. Damit kann man die einzelnen Effekte verstärken. Es gibt zum Beispiel solche Objektive hier. Das hat eine Blende von 1,4. Damit kann man gute Porträtfotos schießen. Oder man nimmt hier sowas. Das hat eine relativ hohe Brennweite. Das heißt, man kann auf Entfernung auch ziemlich nah ranzoomen und kann zum Beispiel Tiere damit fotografieren, ohne dass man die erschreckt. Die Sony Alpha 7 III ist eine Hybridkamera. Die hat nicht nur exzellente Bildfunktionen, sondern auch Videofunktionen. Aber dazu mehr in meinem nächsten Video. Ciao!